Als Betreiber von kritischer Infrastruktur sind wir natürlich auch davon abhängig, dass, wenn mal ein längerfristiger Ausfall da ist, dass wir dann natürlich noch handlungsfähig sind. Mein Name ist Jörg Biefang, ich bin 42 Jahre alt, bin stellvertretender IT-Leiter hier in der NI Unternehmensgruppe und wir sind verantwortlich für rund 600 IT-Arbeitsplätze. Am Ende sind wir hier die IT-Abteilung der ganzen Unternehmensgruppe. Die Kunden sind aber auch heutzutage mit nicht nur klassischen Produkten, wie wir dann denken, Strom und Gas unterwegs, sondern vertreiben Solarprodukte, Elektromobilität und wir haben einen hoheitlichen Bereich, also auch Straßenreinigung, aber auch der Betrieb von Friedhöfen, Schwimmbädern und eine Streichelzoo gehören dazu, wo am Ende Leute IT mittlerweile überall brauchen, um ihr tägliches Geschäft zu machen. Wir hatten, das ist jetzt rund 5 Jahre her, dann den Beschluss, dass wir hier an diesem Standort ein neues Betriebs- und Verwaltungsgebäude bauen, mit dem Ziel, unsere dezentralen Standorte zusammenzuführen. Da waren dann die ganz klare Anforderung, und wir nehmen nur ein Produkt, bei dem ich in der Lage bin, zentral zu managen, einzustellen, zu konfigurieren und auch zu überwachen. Das hat uns so gut gefallen, dass wir uns dann nochmal eine eigene Vorstellung gebucht haben. Damit war zumindest aus der IT der Gedanke erstmal geboren, wo die Reise hingehen muss. Weil wir dann ein überzeugendes Managementsystem mit der CloudVision gesehen haben, das echt toll zu bedienen war und das ist so, wie man so einen Sportwagen sieht, man verliebt sich dann da drin und sagt, will ich haben. Wir haben ja mit dem Hauptstandort hier, mit dem KWH und mit ein paar Außenstellen, die wir noch angebunden haben, fast überall Arista im Einsatz. Also daher kann ich nur empfehlen, eine einheitliche Linie zu fahren und keinen Mischwarenladen aufzubauen. Der Wertstoffhof, den wir gebaut haben, der ist jetzt vor kurzem eröffnet worden. Die Besonderheit, die wir da jetzt haben, ist, dass Bürger der Stadt Moers in der Lage sind, Online-Termine zu buchen. Und dann kommt der Kunde halt hier hingefahren, eine Kamera erkennt sein Kennzeichen, meldet ihn praktisch an der Pforte an, aber die Schranke öffnet sich automatisch und der Kunde ist in der Lage, dann mehr oder weniger fast kontaktlos. Da wird noch einmal kontrolliert, ob er auch wirklich die Sachen bringt, die er angemeldet hat, in der Lage, seine Sachen zu entsorgen. Es gibt natürlich besondere Anforderungen an die IT. Bei den Arista-Switchen selber, so einen wie wir dann hier sehen, haben wir dann schon mal den Vorteil, dass wir da Redundanz bei den Netzteilen haben. Wir haben hier Batteriebetrieb und die Infrastruktur läuft weiter. Wir nutzen die CloudVision letztendlich erstmal als Überwachung. Und da sind wir heute mit den Arista-Switchen und der CloudVision, die dahinter steht, super in der Lage, weil wir auch einen entscheidenden Vorteil haben. Wir schauen den Switchen auch in die Vergangenheit und nicht nur in die Zukunft. Wir schauen heute einfach uns an, wo kommt der Fehler her, spezifizieren runter bis auf den Port und sagen dann, in welcher Zeit möchten wir denn zurück Daten sehen. Und das bis auf fast Byte- und Bit-Ebene. Und damit sind wir meilenweit voraus, wenn wir Fehler suchen und Fehler beheben möchten. Als Betreiber von E-Mobilität zum Beispiel, aber auch von anderen kritischen Dienstleistungen, die wir hier vollbringen. Das Thema IT-Sicherheit, das ist natürlich eins, was uns gerade rumtreibt und wo wir immer am Ball bleiben müssen. Wir werden abgeholt, wo gehen die Trends hin, also was passiert auf dem Markt im Bereich der IT-Technik in allen Bereichen. Also dann schläft man tatsächlich ein bisschen besser.